Also, was geht, was geht? Ich bin's wieder, Simon auf dem Bike, unterwegs. Ja, es ist heute sehr warm. Wir haben 28 Grad laut Motorrad, also so 25. Ich wollte kurz Hi sagen, damit ich es nicht vergesse. Und ich wünsche euch viel Spaß. Da bin ich wieder, Jungs und Mädels. Die Fahrt bis hierhin war ernüchternd langweilig. Ich bin einfach durch die Stadt gefahren, bis hierhin, dass ich ausdauernd wieder bin. Den schnellsten Weg. Wir haben 86 Grad mittlerweile. Nein, kleiner Spaß. 24 Grad sind es. Also war echt lustig. Ich sag ja, die 28 Grad Anzeige war wahrscheinlich, weil das Motorrad, wenn es steht, es ist ja warm, der Motor, der strahlt Wärme ab und irgendwo in der Nähe muss ja der Temperaturfühler sein für die Lufttemperatur und der zeigt dann immer ein bisschen mehr an als die tatsächliche. Deswegen ist immer so ein Pi mal Daumen Anzeige. Und jetzt fahren wir hier die Strecke durch, keine Ahnung, Vilsendorf, whatever wie das hier immer heißt. Ich kenn die Ortsnamen nicht. Ich weiß nur die Strecke, wo ich langfahren muss und wie ich wieder zurückkomme. So. Achso, hier ist Ausort, ne? Hier ist 100, hier ist nicht 50. Aber wo genau wir hier sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es hier cool aussieht, dass es hier Spaß macht, lang zu fahren. Und mehr braucht man auch nicht als Motorradfahrer. Vorgestern habe ich Rücken trainiert. Rücken merke ich heute sehr. Das kommt aber wahrscheinlich davon, weil das Motorradfahren so diese bisschen nach vorne gebeugte, oh hier ist 50, bisschen nach vorne gebeugte Position, so nach vorne bisschen, so eigentlich so sitzt man. Ich sitze mal ein bisschen entspannter nach oben, damit ich in den Spiegel gut gucken kann, aber normal sitzt man ja so ein bisschen gebeugt nach vorne. Ich meine, das wird man auf der Kamera wahrscheinlich eh nicht sehen, dass ich den Rücken dadurch ein bisschen merke. Aber ich habe mein Training etwas entschärft. Boah, die hat aber die Kurve geschnitten. Ich habe sonst immer, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, wie ich trainiere, was ich trainiere. Ich habe sonst immer 6 Tage trainiert, 1 Tag Pause. Ich weiß, total verrückt. Aber das hat mir geholfen, relativ gut abzunehmen und aufzubauen. Ich habe halt am Anfang immer 6 Tage trainiert, weil ich damit sehr gut gefahren bin. Die Regeneration war auch super, den einen Tag regenerieren. Aber mittlerweile merke ich, wo ich wirklich schwerer trainiere, merke ich, dass ein Tag alleine Regeneration nicht ausreichend ist. Also ein Tag, wenn ich den nicht wirklich 100% ordentlich mache, das heißt kein Stress, chillen, 1-2 Stunden über den Tag schlafen, 3 Stunden über den Tag schlafen. Wenn ich das nicht habe, dann geht es mir am nächsten Tag super schlecht. Und deswegen habe ich es jetzt so gemacht, dass ich anstatt 6 Tage am Stück 1 Tag Pause trainiere, habe ich jetzt... Das ist definitiv zu viel. Definitiv. 3 Tage trainieren, 1 Tag Pause, 3 trainieren, 1 Tag Pause. Dann habe ich immer noch meine 6 Trainingstage in der Trainingswoche. Aber ich habe 2 Rest-Days, das heißt, mein Körper bekommt mehr Erholung. Ich war immer so, du musst hingehen. Ich kann heute keinen Tag Pause machen, aber ich merke jetzt selber, die 2 Tage Pause, ich habe vielleicht sogar zu viel trainiert, was mir ein bisschen den Aufbau verhindert hat. Aber ich war auch wirklich sehr dick, muss man sagen. Und das hat halt fürs Abnehmen viel gebracht. Diese viele Intensität. Man muss das finden, was für einen gut funktioniert. Und für mich funktioniert das. Ich komme damit gut klar. Ich habe gute Ergebnisse. Und solange es mir Spaß macht oder solange es jemandem Spaß macht, ist doch alles fein. Der Spaß sollte eher an erster Stelle stehen. Aber gut, man findet sich selber immer schlecht. Ich sehe mich ja auch jeden Tag im Spiegel. Die Erfolge sieht man nicht. Also nicht direkt. Wenn ich aber jetzt Fotos sehe von der Zeit, ein Foto habe ich von Weihnachten, von ein paar Jahren, wo ich wirklich, das war glaube ich kurz vor meiner Hochzeit mit meinem Gewicht. Und wenn ich das sehe im Vergleich zu heute, Alter, das sind 2 verschiedene Menschen. Da bin ich schon stolz drauf. Das war auch mit einer Bedingung, abnehmen, damit ich wieder gut Motorrad fahren kann. Weil das macht natürlich mehr Spaß, wenn man nicht so viel wiegt, dann ist das auch
Dann schwitzt du hier nicht die ganze Zeit, dann ist das Motorrad, hat mehr Antrieb nach vorne. Ich meine, ob ich jetzt 90 Kilo, was ich jetzt wiege, oder 120 Kilo, 130 Kilo wiege, die 40 Kilo sind schon ein Unterschied im Anzug und allem. Was ich sagen kann, die Vorteile von dem, was ich abgenommen habe, sind erstens, dass ich, wenn ich die Treppen hochgehe, nicht mehr nach einmal Treppe hoch und runter ein Sauerstoffzelt brauche. Dann das zweite ist, wie viele Klamotten einem einfach passen. Also du kannst ja alles anziehen und es sieht nicht schlecht aus. Verrückt, wie viel Positivität einem das gibt, wenn man eine gute Form hat und gesünder ist. Bizeps, Brust, Bam, Junge, was willst du mehr lang? Lackschuh. Überholt jetzt einer oder nicht? Ja, guck mal. Und mit den Klamotten, das ist natürlich brutal. Wie viele Klamotten, die ich aussortiert hatte, mir wieder passen. Oh, die Strecke war kürzer als ich dachte, aber das war auch die kurze Variante. Weil wie gesagt, um 17 Uhr wollte ich zu Hause sein. Heute, wo ich das aufnehme, ist Counter-Strike Paris Major Finale. Das letzte Counter-Strike Major. Für immer. Wieso auch immer ich darauf gekommen bin, aber dann gehen wir nochmal zurück zu dem, was ich eben gesagt habe. Also das Treppenlaufen, das Schwitzen, die Klamotten. Und was auch ist irgendwie das Wohlfühlen. Man fühlt sich einfach wohler mit sich selber. Und ich muss wirklich zugeben, es hört sich bescheuert an. Vielleicht werde ich dazu noch mal irgendwann ein Video machen, auch mit Fotos. Es ist wirklich verrückt, wie man die Wahrnehmung verliert für sich selber. Weil wenn ich jetzt Bilder sehe von der Zeit, wo ich dick war, also wirklich dick war, ich habe mich nie selber so dick gesehen im Spiegel oder sonst wo. Also nicht so extrem, aber jetzt sieht man das erstmal, den Unterschied. Das ist wirklich heftig. Also wirklich heftig, der Unterschied. Das muss ich auch sagen. Das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und genauso ist es jetzt, ich mache wenig Fotos von mir selber, bin ich ehrlich. Ich bin nicht so der Foto- und Selfie- und Spiegelfototyp, keine Ahnung. Ich bin auch eigentlich nicht so der Social-Media-Typ, deswegen, es wundert mich eigentlich, dass ich das hier so, das ist was anderes hier mit dem YouTube-Ding. Egal, das erzähle ich gleich, ich schweife schon wieder zu sehr aus. Mit den Fotos. Jetzt ist es genauso mit dem Muskelaufbau. Ich merke das selber nicht, dass ich etwas muskulöser bin als der Durchschnitt, jetzt ausgedrückt. Ich finde mich selber nicht muskulös, ehrlich nicht. Ein bisschen vielleicht hier, da, aber jetzt nicht, dass ich muskulös aussehe. Ich würde mich nicht als Kante oder so bezeichnen, das auf gar keinen Fall, aber andere Leute, die sehen das halt schon, aber du selber merkst das irgendwann nicht mehr, weil das so verschwimmt, weil du dich jeden Tag siehst. Das ist schon echt interessant zu merken. Und genau mit dem Social Media Ding, ich mag es. Es ist eine Leidenschaft von mir, da habe ich wirklich Spaß drin, da finde ich meine Ruhe, das nochmal anzusehen, weil jetzt, wenn ich fahre, ist es ja nochmal eine andere Perspektive. Ich muss mich konzentrieren, als wenn ich das Video anschaue oder schneide. Und dieses Schneiden oder auch Photoshop, die Thumbnails machen, Banner machen, Profilbild machen, das mache ich ja alles selber. Alles. Und das will ich auch, weil das soll ja meins sein. Das ist ja meins. Dass ich etwas habe, wo ich eine Leidenschaft drin habe. Früher, wo ich dick war, das war es so, wo ich diesen Spaß dran hatte, war wirklich das Zocken insane. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gezockt. Das ist insane, wie sich das geändert hat. Ich habe keine Disziplin gehabt. Jetzt habe ich das, würde ich sagen. Mehr als damals, auf jeden Fall. Sonst würde ich nicht so aussehen, wie ich aussehe. Ich bin treu geblieben. Ich war, glaube ich, auch da schon immer Main-Wassertrinker. Bin ich jetzt auch. Eigentlich immer. Wenn ich was trinke, Wasser. Oh mein Gott. Der hätte fast auf meinen Kopf geschissen.
kann mich nicht mehr begeistern, wirklich. Es begeistert mich nicht mehr so wie früher. Früher habe ich jedes Mal gedacht, boah, jetzt direkt bezehren und zocken, geil. Und jetzt denke ich mir, YouTube-Stuff machen, dann ins Gym, Motorrad fahren, was Neues aufnehmen. Das ist so Prioritäten. Auch wenn ich hier auch unter einem Helm sitze, ein bisschen mehr für mich bin. Aber es ist auf jeden Fall besser, wie ich sagen wollte, als dass ich zu Hause in meiner Gaming-Welt lebe. Das war keine gute Zeit. Keine gute Zeit. Überhaupt nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass es schade ist, dass ich nicht mehr dieses Feuer in mir spüre, wenn ich zocke. Ich will auch nicht sagen, dass ich alt werde, weil so alt bin ich noch nicht. Aber wie ich schon sagte, die Priorität ist anders. Ich weiß auch nicht, woher dieser Shift so kam auf einmal. Das ist ja nicht von heute auf morgen, aber vielleicht habe ich damals irgendwann realisiert, willst du nicht machen, bis du 60, 70, 80 bist. Macht ja auch keinen Sinn, weil es hat keinen Mehrwert. Und der Mehrwert hiervon ist vielleicht, wenn ich es nicht sehe, aber vielleicht kann ich andere Leute begeistern. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Und solange es mich selber begeistert, solange ich hier dran Spaß habe, ist doch alles top. Ach, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Checkt meinen Linktree ab. Da findet ihr alle wichtigen Links. Discord, YouTube, ihr seid gerade auf YouTube. Discord, TikTok, alle wichtigen Links, wo Content von mir ist, wo ich bin. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video oder was auch immer ich mache. Bis dahin, denkt immer dran, ride safe und ciao.